In diesem Video zeige ich dir, wie du in kürzester Zeit eine Offerte erstellst und direkt aus Blond an deinen Kunden verschickst. Und zwar sind wir hier im Bereich Verkauf unter Offerten. Da siehst du eine Liste von allen Offerten, die du schon mal erstellt hast und vielleicht auch schon verschickt hast oder freigegeben sind. Wir gehen oben rechts auf Erstellen und wählen den Kunden aus, der die überkommt. Das ist entweder ein Kontakt aus deiner Datenbank oder du kannst auch jederzeit einen neuen erfassen. Dann gebe ich dieser Offerte noch einen Titel und wähle noch das Unterschriftenfeld, das ich anfügen will. Das ist nützlich, wenn ich möchte, dass der Kunde die Offerte unterschreiben kann und so eigentlich den Auftrag bestätigen. Nach dem Speichern lande ich auf der leeren Offerte und da kann ich anfangen, Positionen hinzufügen und somit eigentlich Leistungen oder Produkte offerieren. Ich kann diesen Positionen einen Titel geben, einen Preis, eine Anzahl und so weiter. Was natürlich aber viel nützlicher ist, wenn du einen Artikelkatalog führst. Weil all deine Produkte oder Leistungen, die du immer wieder in Rechnung stellst oder offerierst, das kannst du da links in dem Navigationspunkt Artikelkatalog. Zudem haben wir aber noch ein separates Video. Sobald du das gemacht hast, kannst du nämlich mehrere Positionen mit wenigen Klicks direkt als Positionen auf die Rechnung hinzufügen oder auch auf die Offerte. Zwar mache ich das hier mal mit 4 Positionen und die sind jetzt direkt hier in der Offerte drin. Die Positionen kannst du jederzeit auch anpassen. Das heisst, da kannst du den Text noch anpassen oder auch den Preis anpassen, wenn das für einzelne Offerten notwendig wäre. Du kannst auch Überschriften hinzufügen, Rabatt hinzufügen und so weiter. Dann über die Vorschau können wir anschauen, wie das PDF aussieht, wo schlussendlich der Kunde bekommen will. Und wenn du zufrieden bist, kannst du das direkt hier herunterladen oder auch aus dem System direkt an den Kunden verschicken. Da gehen wir jetzt auf Senden an und haben hier rechts direkt eine Vorschau, also wie das Mail aussieht, wo der Kunde bekommt. Wir können auch die Empfänger-E-Mail-Adressen anpassen oder auch hinzufügen und auch eine kurze Nachricht schreiben. Dann haben wir unten rechts den Button Senden und wenn wir da draufklicken, ist die Offerte eigentlich schon draussen. Und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder warten wir, bis die Offerte vom Kunden freigegeben wird oder auch abgelehnt. Oder wir können das manuell machen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder direkt über Freigeben oben rechts oder auch über den Status. Da haben wir noch ein bisschen mehr Möglichkeiten. Nämlich können wir auch freigeben direkt ein Projekt erstellen, freigeben und direkt eine Rechnung erstellen. Oder wenn jetzt die Offerte nochmal angepasst werden müsste, können wir sie auch wieder als Entwurf markieren. Und so ist sie eigentlich wieder offen und für uns bearbeitbar. Ich gehe jetzt aber mal den Standardweg und sage, ich tue sie einfach freigeben. Jetzt ist die Offerte freigegeben und ich könnte sie theoretisch auch schon in Rechnung stellen. Wir sehen das hier über den Status, die ist nämlich jetzt verrechenbar. Mehr zu dem aber im nächsten Video.